Beethovens 5. Symphonie hat so viele Menschen auf der ganzen Welt begeistert und Musiker inspiriert, jeden auf seine Weise. The future of music. How is music and innovation going to work together? Hausmusik in der heutigen Zeit ist, glaube ich, was ganz Besonderes, weil es eine Ergänzung schafft gegenüber den großen Konzertsälen. Wir haben natürlich wahnsinnig viele Konzerte jeden Tag, überall in großen Konzertsälen. Die haben auch ihre Berechtigung, natürlich. Aber es gibt ja viele, die den Weg dahin scheuen. Nicht jetzt wegen Geld, sondern eigentlich wegen dem teilweise auch elitären Anstrich, den so ein Konzerthaus hat. Und diese Hemmschwellen sind ja schon mal nicht da, wenn ich also in einer Wohnung bin, weil das ist etwas, was mir ja viel näher liegt, also eine Wohnung als solche schon mal. Außerdem gibt es natürlich die Möglichkeit, in Kontakt zu kommen mit den Künstlern, die sind ja dann da, man ist eine kleinere Gruppe, das ist alles viel intimer, sodass man manchmal vielleicht auch die Musik sogar viel unreflektierter oder mit weniger Schichten dazwischen genießen kann. Warum machst du selber als Künstler gerne Hauskonzerte? Ja, genau aus dem Grund, weil es ist schon spannend, wenn jetzt jemand einen Meter neben einem sitzt am Klavier. Man spürt ja das Publikum auch teilweise anders als in einem großen Saal. Teilweise sage ich deswegen, weil natürlich diesen Moment, wenn jetzt 2000 Leute die Luft anhalten, das ist auch was ganz Tolles und was ganz, ganz Einzigartiges. Das findet man natürlich, diese Form findet man in einem Hauskonzert nicht. Aber man merkt irgendwie, ja, jetzt sind wir gerade alle ganz eng zusammen an der Musik. Und das habe ich ja nicht, wenn ich auf einer Bühne bin und da noch vielleicht ein Orchestergraben dazwischen ist, zwischen Publikum und mir. Dann habe ich nicht unbedingt dieses Gefühl, wir sind jetzt alle ganz nah um den Klang. Und das ist bei Hauskonzerten ganz toll. Du hast das Format Piano City entwickelt, ein Hauskonzertformat. Wie ist das entstanden? Ja, die Idee von Piano City war ursprünglich gar nicht mal so sehr Hauskonzerte, sondern ich wollte eine Stadt in Klaviermusik tauchen. Also Klavier ist halt mein Instrument und ich habe mir immer so vorgestellt, ja, sollen die Leute die Fenster aufmachen und da Boxen hinstellen oder so, wie könnte man eine Stadt in Klaviermusik tauchen? Also wie wenn man so aus der Welt raus ist und man hört überall Geräusche und von Autohupen bis Sandgeräusche in der Wüste und jetzt würde man aus einer Stadt so Klaviermusik hören. Das war eine Vision. Und dann habe ich in Berlin geschaut, ja, wo könnte man denn die Klavierspieler herbekommen? Und da gibt es natürlich jetzt 2 Musikhochschulen, das hilft schon mal. Und dann habe ich gedacht, okay, und dann noch die ganzen Amateure, die Ärzte, die auch irgendwie alle hätten Klavier studieren können vielleicht, aber dann doch Arzt geworden sind. Dann welche, die fertig sind mit dem Studium, alle Genres, Jazz, Klassik, Improvisation, Eigenkomposition, da kommt man auf wahrscheinlich 1000 Menschen, die locker alle ein kleines Konzert geben können. Und dann habe ich gedacht, ja, wo können die denn spielen? Und darüber kam ich dann auf Hauskonzerte, weil ich dann gedacht habe, ja klar, die spielen bei sich, weil da haben die ja das Instrument. Und so ist die Idee geboren von Piano City und schon hatten wir 100 Hauskonzerte an einem Wochenende in Berlin und dazu noch etliche Partnerkonzerte, um eben die ganze Stadt in Klaviermusik zu tauchen. Und dieses Format geht ja weiter in anderen Städten wie Mailand, Neapel und so weiter.
Was ist das schönste Konzert, was du selber mal erlebt hast als Zuschauer? Ja, ich habe mal ein Hauskonzert gehabt, es war auch in Italien, das war unglaublich. Als Gast, also nicht als Spieler, sondern ich hatte mir da Karten besorgt in einem Piano City Festival und bin halt hingegangen, wusste nicht, was mich erwartet und sah jetzt, okay, da sind 20 Leute in der Wohnung, die kennen sich auch alle nicht, Stühle so zusammengewürfelt und das Klavier war schon so gestellt, dass das Publikum also den Spieler also den Rücken gesehen hat. Also völlig überhaupt nicht konzertante Darstellung eigentlich. Und jetzt hat da diese 15-Jährige, glaube ich, Chopin gespielt und es war nett so von der Musik, aber diese Atmosphäre, also ich sitze da neben einem Ikea-Regal vom Vater, wo da die CD-Kollektion von ihm noch drin steht, mit Pink Floyd und so und die anderen Menschen, die das alle dankbar als ein Geschenk aufnehmen, dass sie da jetzt sitzen und diese Kombination, dass da jemand seine Tür öffnet und auch noch Musik für einen spielt, das war was wirklich Berührendes. Die Idee Piano City hat jemand anders so gut gefallen, dass sie daraus ein Konzept für ganz Deutschland gemacht haben. Beethoven bei uns heißt das. Unterscheidet sich ein bisschen, aber im Kern ist es das Gleiche, nämlich deine Idee und du bist jetzt der Kurator dazu geworden. Wie hast du das angestellt? Was ist das eigentlich? Das ist in der Tat eine Idee der Beethoven-Jubiläumsgesellschaft, die gesagt haben, okay, wir wollen gerne das Beethoven-Jubiläumsjahr bei den Menschen beginnen. Also nicht in der Elbphilharmonie oder im Elfenbeinturm, sondern wirklich bei den Menschen, bei jedem. Und haben dann gedacht, okay, da könnten wir doch Hauskonzerte machen. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und daraus ist jetzt Beethoven bei uns entstanden. Das Besondere daran ist diese Vielfalt, die wir jetzt aufgedeckt haben an Beschäftigungen mit Beethoven. Also nicht nur jetzt reine Hauskonzerte mit Streichquartetten und Klaviertrios, die haben wir auch, das ist auch super schön. Aber auch Adaptionen, Mandolinen, die Beethoven spielen, Flötenklasse aus, ich weiß nicht, einem kleinen Bezirk in Berlin, ein Konzert für Gehörlose, also wo es mit Vibration versucht, man nachzuempfinden, was vielleicht Beethoven gehört hat oder auch nicht gehört hat. Ein Sternekoch, der einen Beethoven-Gang kreiert. Also es gibt so vieles da, das hätte ich vorher nicht gedacht, was da alles zum Vorschein kommt. Und das sind natürlich dann tolle Ideen auch der Leute, die einfach sagen so, ja, mache ich mit, ich mache was bei mir zu Hause oder ich öffne mein Haus und jemand anders kann was bei mir machen. Und das hat sich so entwickelt innerhalb des Projekts. Da kann jeder mitmachen, auch jetzt noch. Die Veranstaltungen sind 13. und 14. und 15. Dezember. Wie funktioniert das? Ich sage, ich habe einen Raum, schick mir ein Trio. Genau, wir haben also ein großes Team in ganz Deutschland, also von Managern. Und wir haben eine Webseite, das ist im Prinzip das Herzstück, also beethovenbeiuns.de, das ist so da kulminiert alles zusammen. Und da kann man sich anmelden als Gastgeber oder als Künstler oder als beides und stellt da seine Idee in 2 Sätzen vor. Und dann wird man kontaktiert von den Regionalmanagern, die in der Nähe sind. Und die versuchen dann daraus eine Veranstaltung zu machen. Also das ist natürlich schwierig, wenn ich jetzt sage, okay, ich bin halt auf dem Land und ich wünsche mir aber irgendwie Top-Künstler oder so, die dann auf Spendenbasis bei mir spielen, dann wird es schwierig. Aber wir haben zum Glück sehr viele Anmeldungen von Leuten, die einfach sagen, ich finde es toll, ich mache mit oder ich kenne sogar auch Musiker aus der Kirchengemeinde oder von der benachbarten Musikschule oder Klavierlehrer von meinen Kindern oder wie auch immer. Und daraus stricken sich dann sehr schöne Veranstaltungen und da kann jeder mitmachen. Wenn ich kein Haus und kein Instrument habe, aber trotzdem Beethoven feiern möchte, was kann ich dann machen? Kann ich auch irgendwo hingehen und bei Beethoven zu Hause zu Gast sein? Ja, also Haus muss man ja wirklich nochmal dazu sagen, ist ja von 2-Zimmerwohnungen bis Schloss Bellevue. Also das ist ja sehr weit gefasst.
Deswegen muss man keine Scheu haben und sagen so, ja, ich habe jetzt nicht diese Beletage oder ich habe nicht das große Haus, wo ich 50 Gäste empfangen kann, sondern das ist egal, dass gerade so dieses kleine, das hatte ich ja gesagt, das ist was ganz Tolles und was ganz Wunderbares. Wer aber sagt, nein, also ich bin gerade umgezogen oder in meiner Wohnung passt es halt nicht, der ist natürlich herzlich eingeladen, einfach als Gast zu kommen. Und der Eintritt ist frei bei den meisten Veranstaltungen, es sei denn, es sind so Partnerveranstaltungen, also wenn jetzt ein Konzerthaus auch mitmacht mit Beethoven, dann haben die natürlich trotzdem ihre Ticketpreise, aber ansonsten sind die Hauskonzerte alle frei, freier Eintritt, man muss sich halt Tickets reservieren, damit jetzt nicht ein Überlauf stattfindet und dann wird um Spenden gebeten für die Künstler, damit die auch also wir wollen, dass die Musik auch noch neben dem Applaus anders geschätzt wird. Hauskonzerte sind eigentlich ein Format aus der Vergangenheit. Warum können die auch das Format der Zukunft sein? Ja, ich glaube, viele Dinge, die es in der Vergangenheit gab, können in der Zukunft stattfinden, wenn sie zukunftsfähig oder zukunftsartig zubereitet werden. Das ist in der heutigen Zeit ist alles eine Frage des Marketings und ich glaube, das Hauskonzert, wenn es nicht elitär rüberkommt, also wir wollen als Salon unter uns sein und möchten diesen Superkünstler da protegieren, sondern wenn es wirklich wie so ein Wir-Gefühl auch rüberkommt, sich rüber transportiert, dann ist es auf jeden Fall möglich, das auch weit in die Zukunft hineinzutragen. Und ich glaube, so wie es mit anderen Dingen ist, ich meine, wir kommen in so vielen Bereichen zurück, back to the roots. Wir fangen wieder an, lokal, saisonal zu kochen, zu essen. Da gibt es so vieles, wo wir einfach erstmal wieder zurückkommen, weil wir uns erinnern, dass diese Dinge alle gut waren. Und so ist es auch mit einem Hauskonzert eigentlich selbstverständlich, dass es in Wellen geht. Und wir sind jetzt gerade, kommen wir in einer Welle an, wo man merkt, so, das ist total cool, wenn ich ein Sit-In habe, wenn ich hier mit 15 Leuten zusammensitze und wir gemeinsam Musik genießen. Und deswegen mache ich mir keine Sorgen um dieses Format. Musikvermittlerisch gedacht ist ein Hauskonzert ja auch was Niedrigschwelliges, wo ich mich packen lassen kann, wenn ich keine klassische Musikerfahrung habe. Ist das auch so ein bisschen ein Education-Gedanke dahinter? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also die meisten Projekte, die ich ins Leben gerufen habe, haben alle den Gedanken, Menschen, die sonst auch nicht mit klassischer Musik in Verbindung sind oder sich da bisher auch vorgedrückt haben, über das Format mit der klassischen Musik zusammenzubringen. Und das ist natürlich eigentlich ein sehr pädagogischer Ansatz, den ich versuche immer zu verheimlichen. Aber es ist klar, ich glaube, wir müssen Geschichten erzählen. Wir müssen mit unseren Formaten, mit dem, wie wir die Menschen erreichen wollen, müssen wir Geschichten erzählen. Ich meine, wenn ich sage, also jedes Produkt heute, es ist Apple, Mercedes, wie sie alle heißen und so, erzählen Geschichten. Die bauen Illusionen auf, wo der Mensch sich, sei es geborgen fühlt oder wo er sich mitgenommen fühlt, um in der Werbesprache da zu sprechen. Und das finde ich, das ist überhaupt gar nicht verpönt. Also warum sollte das denn verpönt sein, das auch in der klassischen Musik so auch Hand zu haben? Warum kann ich nicht in ein Konzerthaus reingehen und da werde ich mit Namen begrüßt, weil man vorher irgendwo gecheckt hat, okay, das ist jetzt der Herr Kern oder so und ich komme rein ins Konzerthaus. Schön, Herr Kern, dass Sie auch da sind und so. Ja, man möchte doch ein bisschen gebauchpinselt werden. Das würde, also wenn ich irgendwas kaufen soll in der heutigen Zeit, dann sollte mir das sehr leicht gemacht werden. Und ich finde, da kann man einfach, ohne die Musik, um die es natürlich geht, zu verkaufen, kann man trotzdem den Weg so ebnen, dass es einfach Spaß macht, hinzugehen, Spaß macht, dabei zu sein. Und dann bin ich empfänglich und freue mich über alle Töne, die da kommen. Du hast ein Format entwickelt, das Piano Battle heißt. Da denke ich, okay, man sucht klassikferne Leute und dann ist das Klavierspielen mit Boxhandschuhen?
my piece didn't only challenge the left hand. Stop. He can show you the trick Stop. after the show. Stop trying to combine. Combine, I mean, it's for me this restaurant where you get pizza. Just about getting wild with the keyboard. Stop. Finger. Yeah. Yes, that's a clear result. Very clear. That's great. Thank you. Thank you. That's great. Ladies and gentlemen, and the winner of Piano Battle is... Ja, es ist ohne Boxhandschuhe, aber es ist ein interaktives Format. Das heißt also hier auch, das Publikum wird dazu eingeladen, die bekommen Abstimmungskarten, müssen abstimmen, jede Runde, es gibt 6 Runden, die 2 Flügel stehen so gegeneinander und wer eine Runde gewinnt, darf seinen Flügel Richtung einer Zielgerade schieben. Da passiert also auch wirklich was auf der Bühne. Viele Dialoge, es ist witzig gemacht. Und trotzdem, muss ich sagen, verkaufen wir damit auch wieder nicht die Klassik. Das heißt, in dem Moment, wo wir einen Schubert-Impromptu spielen oder einen Rachmaninow-Prälude oder was auch immer, ist alles der Fokus da drauf. Und teilweise sogar noch mehr als bei einem herkömmlichen Konzert, weil die Leute im Publikum, die wollen ja abstimmen. Das heißt, die hören jetzt genau zu. Die sagen, gefällt mir das nicht? Hat er vielleicht einen Fehler gemacht? Hat er keinen gemacht? Wie hat der gespielt? Wie hat der gespielt? Und das weckt natürlich ganz anders die Sinne und insofern ist das nicht so, ach, jetzt kommt mal alle her und ich spiele euch mal was hier so und Quatsch dabei und so, sondern das ist ja auch Quatschen, aber wenn es um die Musik geht, geht es nur um die Musik. Das ist ein international funktionierendes Format. Du sagtest zwar gerade, es wird gesprochen auch, aber im Prinzip geht es um die Musik als die universelle Sprache. Ist das Publikum anders anzusprechen in Deutschland, in Österreich, in Spanien, in Hongkong? Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen würde ich sagen, also Asien, Amerika, Europa, das ist einfach anders. Da muss man mit der Mentalität mitgehen. Aber um mal ein Beispiel zu bringen, also in Asien ist es natürlich so, vor allen Dingen in China, klar, wenn man jetzt was Romantisches spielt, wir arbeiten auch mit Licht, dann muss ich da schon auch ein leichtes Rot mal reinsetzen, was sozusagen dann als Hintergrund oder irgendwo so kommt. Wir machen nie Effekte, aber es ist sozusagen, wenn ich mit Licht auch spiele, ganz, ganz minimal, leicht, aber so Veränderungen, dann vergeht die Zeit ja viel schneller auch für das Publikum. Und so, wenn ich das Licht jetzt noch anpasse an die musikalische Stimmung, warum dann nicht? Also wenn ich jetzt ein tolles Essen habe, dann will ich das ja auch nicht unbedingt irgendwie auf einer Serviette, sondern auf einem schönen Teller. Also insofern gehört das dazu. Und da muss man sagen, ja, da muss man teilweise einfach, kann man nicht mit so Understatement arbeiten. Also in Deutschland würde man jetzt nie so ein Rot benutzen, es sei denn, wir sind dann gleich bei Musical oder König der Löwen, sondern da ist alles ein bisschen sophisticated. Aber wir freuen uns immer wieder, dass wir ja letztendlich mit dem Format Piano Battle unser Demokratieverständnis transportieren. Also da denkt man vielleicht hier gar nicht drüber nach, aber wenn wir sagen, in China, natürlich werden unsere Dialoge gescannt und wird irgendwie gecheckt, was wir da sagen, dass wir da nicht irgendwie hier Free Tibet und so auf der Bühne von uns geben, aber die Abstimmung, jeder im Publikum hat eine Stimme. Ich meine, das klingt hier in Deutschland so, ja, so what, aber in China ist das natürlich
also die Message darunter ist eine ganz klare. Und hinzu kommt, dass wir in den Dialogen auch ernsthafte Hintergründe haben. Also wir spielen im Prinzip das Spiel Tradition versus Innovation. Mein Gegner steht für Tradition, auch aus sich heraus und so weiter, und ich für Innovation. Und diese beiden Gegensätze, die zu vereinen, das ist ja ein Thema, was heute überall stattfindet, mit allen Despoten dieser Welt gerade. Also wo bewegen wir uns hin? Innovation, und trotzdem haben wir traditionelle Werte, die wir versuchen müssen, mit Innovation zusammenzubringen. Tradition, Innovation, Zukunftsmusik. Könnte zum Beispiel bei Piano Battle dein Partner gegen eine künstliche Intelligenz ausgetauscht werden, also ein automatisch spielendes Klavier? Könnte ein Hauskonzert von einer künstlichen Intelligenz gespielt werden? Ich glaube, wir sollten uns auch vor solchen Ansätzen überhaupt nicht scheuen, weil also mein Prinzip ist es so, ja, schon so, muss ich sagen, doch das, was sich dann auch durchsetzt, also weil die Menschen das gerne möchten, das hat dann auch seine Berechtigung. Da kann ich nicht sagen, nee, das darf aber nicht. Und warum nicht das auch mal ausprobieren? Ich habe auch mal einen Roboter im Konzert gehört und fand es halt sehr langweilig. Dann wird man vielleicht irgendwann merken, so, nee, geht halt doch nicht. Oder ist es halt doch nicht. Oder man wird merken, ja doch, aber. Oder, das ist ja die Möglichkeit für uns, sich da weiterzuentwickeln und damit zu spielen. Also ich hab da keine Angst vor solchen Ansätzen. Sie müssen halt, wie soll ich sagen, also sie müssen inhaltlich logisch daherkommen. Also für mich wäre jetzt so der Battle zwischen einer künstlichen Intelligenz und dem Menschen ein bisschen zu einfach. Also dann würde ich so sagen, weil dann geht es nicht so sehr mehr um die Musik, sondern dann geht es um Mensch-Maschine. Und da kann es dann sein, dass ich eigentlich den Halt, wie soll ich sagen, verliere, ob jetzt der Schubert so gespielt werden sollte oder so. Es sei denn, ich würde vielleicht zwei künstliche Intelligenzen gegeneinander spielen lassen. Das ist ja auch schön. Ja. Ganz kurz, die Zukunft der Musik, eine ideale Zukunft der Musik, wie sieht die für dich aus? Emotional. Also es ist ganz klar, dass wenn die Emotion in der Musik ist das, worum es geht. Also wenn die Musik als Schmuck da ist, wenn sie als Selbstdarstellung daherkommt, dann hat sie verloren. Und das ist etwas, was ich keiner Kunstform wünschen würde, dass sie dahin verkommt. Und ich glaube, diesen emotionalen Gehalt von einer Musik, also das Berühren, das, wo Menschen danach rausgehen oder sagen so, ich kann da gar nichts zu sagen, weil das ist so ohne Worte. Das müssen wir unbedingt bewahren, ob es jetzt in neuen Kompositionen ist, ob es in neuen Formaten ist, ob es, also auch, wie soll ich sagen, also ich glaube, mit allen Herausforderungen, mit denen wir dazu zu kämpfen haben, Flashmob hier und da muss man halt gucken, dass wir immer dieses Gefühl im Mittelpunkt stellen und sagen so, okay, das müssen wir transportieren. Und das können wir auf 1000 verschiedene Arten tun, aber wir dürfen diese Kernsubstanz, das Gefühl, das dürfen wir nicht verlieren. Und in einem ganz knappen, ich empfehle Hauskonzerte, weil. Ich empfehle Hauskonzerte, weil sie neben dem musikalischen Gefühl auch noch ein sehr menschliches mit dem Publikum zusammen Gefühl transportiert.